Das ist wirklich die größte gotische Kirche Südosteuropas. Und diese führte dazu, dass wir die bedeutendste Sammlung osmanischer Teppiche dieser Art weltweit haben. Du willst wissen, wie sich eine Reise durch Transsilvanien wirklich anfühlt? Dann ist diese Serie für dich. Erlebe mit uns Abenteuer, Kulinarik und Kultur. Entdecke faszinierende Orte und lerne Menschen kennen, die Transsilvanien so besonders machen. Im frühen 13. Jahrhundert gegründet, war Kronstadt, rumänisch Brașov, viele Jahrhunderte lang eines der bedeutenden kulturellen, wirtschaftlichen und auch religiösen Zentren der Siebenbürger Sachsen. Ihr reiches Kulturerbe und die Lage am Rande der Karpaten machen sie auch heute noch zu einer der meistbesuchten Städte Rumäniens. Die kulinarische Vielfalt und den einzigartigen Ausblick von der Zinne auf die Altstadt durften wir hier bereits genießen. Wenn du Holger in der letzten Folge dabei begleitet hast, erinnerst du dich sicher daran. Von oben kann man dieses eindrucksvolle Gebäude besonders gut sehen: die Schwarze Kirche. Wir wollen sie heute aber nicht nur aus der Ferne betrachten. Wir wollen entdecken, welche spannenden Geschichten sich hinter den dicken Mauern des historischen Bauwerks verbergen. Dazu sind wir mit Dr. Frank Thomas Ziegler verabredet. Er betreut seit vielen Jahren das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Schwarzen Kirche und kennt sie so gut wie kaum ein anderer. Wir treffen ihn zunächst im gegenüberliegenden Café. Ich fange mit der ersten Frage an, die sich, glaube ich, jeder stellt, der zum ersten Mal nach Kronstadt kommt und vor der Schwarzen Kirche steht. Wieso ist diese Kirche nicht schwarz, obwohl sie Schwarze Kirche heißt? Ja, gute Frage. Hörst du die Frage öfter, vermutlich? Ja, genau. Ja, die direkte Frage ist, warum heißt die Schwarze Kirche Schwarze Kirche? Aber tatsächlich, wer genauer hinsieht, so wie du, der stellt sich diese Frage, ganz genau. Und das ist interessant. Die Schwarze Kirche war tatsächlich einmal sehr, sehr schwarz. Bis vor etwa 50 Jahren etwa. Damals hat man an den Außenfassaden hat man viele Steine ausgetauscht. Man hat nämlich gesagt, die sind stark abgeblättert. Das ist ein weicher Sandstein gewesen zum großen Teil. Der hatte sehr gelitten. Der war von Wind und Wetter stark abgeschürft. Und dann hat man gesagt, das müssen wir wieder in Ordnung bringen. Und dann hat man ihn mit modernen Steinen ersetzt. Das in mehreren Kampagnen, und dabei hat man jedes Mal andere Steine, anderer Färbung benutzt, sodass man heute vielleicht die Schwarze Kirche eigentlich eher bunte Kirche nennen müsste, wenn man ehrlich wäre. Der Name Schwarze Kirche kommt daher, dass die Legende besagt, dass der große Stadtbrand vom 21. April 1689 die Außenmauern geschwärzt hätte. Und zwar so geschwärzt hätte, dass sie danach ihren Spitznamen bekommen hätte. Aber wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern soll, dann muss ich sagen, wir haben neulich chemische Analysen gemacht an dieser schwarzen Kruste, die die Steine, manche von den Steinen noch bedeckt. Und dabei festgestellt, dass da viel Blei drin ist, was uns sagt, da hat die Umweltverschmutzung des 20. Jahrhunderts auch erheblich mitgeholfen. Wir sprechen mit Frank aber auch über die weniger sichtbaren Themen und erfahren dabei, wieso dieses Café so wichtig für die Schwarze Kirche ist. Ich kann mir vorstellen, das ist alles nicht wahnsinnig einfach und ziemlich kostenintensiv, so eine riesige Kirche irgendwie auch in Schuss zu halten. Ich meine, das ist jetzt nicht der Vatikan. Natürlich, also der rumänische Staat trägt nicht dazu bei, kann man ruhig sagen. Und so ist jede Maßnahme, die wir machen, in eigener Trägerschaft. Das ist auch einer der wichtigen Aspekte, weswegen wir diese Örtlichkeiten ins Leben gerufen haben. Das Café, der Geschenkeladen, die Kunstgalerie, sie dienen alle der Begegnung mit der Öffentlichkeit. Aber gleichzeitig müssen sie dazu beitragen, dass wir überhaupt dieses wunderbare Kulturerbe in Schuss halten können, sodass sich noch viele Generationen an ihm erfreuen können. Das Café, ebenso wie der Souvenirshop mit lokalen Produkten und die Kunstgalerie gehören zum ganzheitlichen Begegnungskonzept der Kirche. Als Wahrzeichen der Stadt zieht sie besonders viele Reisende an. Geöffnet ist sie täglich. Der Eintritt für eine Besichtigung kostet umgerechnet ca. 5 €.
sehr beeindruckend, wenn man reinkommt. Nicht wahr? Es ist schon etwas Besonderes, hier hereinzutreten. Selbst wenn man schon in einigen Kirchenburgen gewesen ist und auch in anderen Stadtpfarrkirchen, dann spürt man doch die neue Größe dieser Kirche. Das ist wirklich die größte gotische Kirche Südosteuropas. Auch das sind diese hellen... Schön belichtet, nicht wahr? Ja, Es gibt eine Strömung in der gotischen Kunst, die darauf hingezielt hat, die Kathedralen so prächtig zu machen wie die Königshöfe, wo es prächtige Paläste gab und große, prächtige, lichtdurchflutete Hallen. Natürlich diese Lichtdurchflutung der gotischen Architektur ist auch immer natürlich im Mittelalter symbolisch. Alles Licht ist Gott. Gott ist Licht. Überall, wo Licht ist, ist auch Gott. Und deswegen gibt es dann diese wunderbaren hohen Lazettfenster des Chores zum Beispiel und auch die wunderbaren Fenster des Schiffes. Wir haben uns auch die besten Vorbilder genommen, muss man sagen. Als die Kronstädter nämlich diese Kirche gebaut haben, sie haben so um 1380 begonnen, sie zu bauen, dann haben sie sich in ganz Europa umgeguckt und haben sich gefragt, wo finde ich ein gutes Vorbild? Wo finde ich Avantgarde-Architektur? Wo finde ich Gotik, die so richtig zischt? Und dann haben sie sich umgesehen und wo sind sie fündig geworden? In Nürnberg. Sie haben gesagt, in Nürnberg hat sich doch eine tolle Pfarrkirche hingestellt, vor kurzem fertiggestellt. Meine Güte, ist die toll, sowas wollen wir auch. Und dann haben die hier den Chor der Sebalduskirche aus Nürnberg praktisch 1:1 nachgebaut. Wahnsinn, also du hast hier eine Architektur, die ihr direktes Vorbild in Nürnberg hat. Und das ruft uns eine Sache in Erinnerung, die wir schon längst vergessen haben, nämlich es gab ein gemeinsames Mitteleuropa, zu dem Nürnberg ebenso wie Siebenbürgen gehört haben. Und durch dieses Mitteleuropa gingen Autobahnen im Mittelalter, auf denen die Künstler und Kunsthandwerker hin und her fuhren. Und auch unsere Leute von hier fuhren hin und die Deutschen kamen hierher. Und so war alles verbunden. Und so erklärt sich auch, warum unsere Architektur genauso aussieht wie die Nürnberger. So, und wie vernetzt die Leute waren, das kann man zum Beispiel an unseren Grabsteinen sehen. Ich würde euch mal mit hinnehmen und euch die Grabsteine sehen. Dann seht ihr, wie die Deutschen hier vor wenigen 100 Jahren ausgesehen haben. Komm mal mit. Wie hier war es früher in ganz Europa üblich, Menschen mit hohem sozialen Status in der Kirche zu bestatten. Einige dieser alten Grabplatten sind in einem Raum seitlich des Haupteingangs ausgestellt und zeigen noch heute den beeindruckenden künstlerischen Aufwand der steinernen Porträts. Hier hinter uns sind die Grabsteine der VIPs von Kronstädtern. Zum Beispiel das hier ist der Grabstein eines berühmten Stadtpfarrers. Und man sieht, dass es auch eine Porträtbüste gibt auf diesem Grabstein. Da ist der Verstorbene auch dargestellt und man sieht wunderbar, er hat einen langen Rauschebart, er hat so eine Beethoven-Frisur wie viele Europäer heutzutage und dann hat er auch so eine lange Kutte an, so ein schwarzes Gewand wie ein Universitätsprofessor. Aber guck dir mal den Typen daneben an. Das ist Andreas Rether, der ehemalige Bürgermeister von Kronstadt. Und der ist schon ganz anders angezogen, nicht? Weil das siehst du, der hat eine ganz exotische, orientalische Kleidung. Und das Beste ist natürlich die Frisur. Guck dir die mal an. Auf der rechten Seite ist der Schädel, schaust du, ist der ganz kahl geschoren. Und auf der linken Seite fällt das Schopfhaar lang herunter und manchmal war Kommt das so. mir bekannt vor? Ja, genau, das meine ich. Ne? Ist wieder modern. Das ist eine, witzig. Ja, das ist eine Frisur typisch aus dem Osmanischen Reich. Und diese osmanische Frisur haben unsere Vorfahren hier in Siebenbürgen als Deutsche von den Osmanen übernommen. Und man sieht, ja, sie ist noch immer en vogue. Jetzt muss ich nach Siebenbürgen kommen, um was über meine Haare zu lernen. Das ist eine sehr spannende Erkenntnis. Eine heroische Vorgeschichte, ne? Ja, toll. Aber die Begegnung mit den Osmanen hat auch für die Deutschen hier, wie man an diesem Grabstein sieht, ihre Spuren in der deutschen siebenbürgisch-sächsischen Kultur hinterlassen. Und der Grabstein ist nicht nur eines der besten Beispiele, sondern vor allem auch die Teppichsammlung der Schwarzen Kirche, die weltberühmt ist ein gutes Beispiel. Das sind nämlich 200 osmanische Teppiche und 60 sind ausgestellt. Und wenn ihr wollt, können wir da rübergehen und sie uns anschauen. Sehr gerne. Eine Teppichausstellung in einer Kirche sehe ich hier tatsächlich zum ersten Mal. Ganz selbstverständlich hängen sie von den Geländern der Empore.
Und auch die Wände der Seitenflügel sind mit Teppichen geschmückt. Wo einem sonst blankes Mauerwerk oder Wandbilder begegnen, wirkt es hier fast schon wohnlich. Doch wie kommen osmanische Teppiche in eine Kirche? Hier sehen wir ein Gestühl, ein barockes Gestühl, aber in dem hängen osmanische Teppiche des 17. und 18. Jahrhunderts. Und die wurden eigentlich in Anatolien hergestellt, im Osmanischen Reich früher, und wurden dann mit den Karawanen über die Karpaten nach Siebenbürgen gebracht. Und die sollten natürlich teilweise hier verkauft werden, aber dann wollten die Händler sie eigentlich auch weiterbringen nach Deutschland und so weiter. Aber die Städte hier, wie Kronstadt, die hatten Stapelrecht. Und die haben gesagt, wollt ihr die weiterziehen über unser Stadtgebiet, dann müsst ihr erst einmal einen Monat lang hier halten und eure Waren zum Verkauf anbieten. Und natürlich mussten die ausländischen Händler auch Zoll bezahlen, Zollgebühren. Und oft bezahlten sie das in Naturalien und oft gaben sie einfach Teppiche als Zollsteuer, kann man sagen. Man nennt diese Teppiche Nischenteppiche, weil sie in der Mitte so eine Nische haben. Ja. Siehst du? Und diese Nische, die ist eigentlich ein Motiv, die kommt sehr oft bei osmanischen, türkischen Gebetsteppichen vor. Das hier sind aber Teppiche, die viel zu groß sind, Ja. um als Gebetsteppiche zu dienen. Gebetsteppiche müssen mobil sein und deshalb sind sie viel kleiner. Ja. Und warum wurden die so groß gemacht? Weil man sie hier wie benutzte in Siebenbürgen und in Europa. Man benutzte sie vor allem in den Haushalten der Siebenbürger Sachsen, der Patrizier, der Städte, benutzte man sie als Tischauflage, als Luxustischdecke. Und die mussten genauso groß sein, damit sie den Tisch abdeckten. Und ein Tisch war etwa so groß wie diese Teppiche eigentlich, eine Tischplatte. Ach, ist ja witzig. Ich habe mal meine Frau gefragt, die ihre Doktorarbeit über die Schwarze Kirche geschrieben hat in Kunstgeschichte. Und ich habe sie gefragt, Agnes, was war so ein Teppich wert? Und sie hat mir mit der Valuta des 17. Jahrhunderts geantwortet. Frank, hat sie gesagt, so ein Teppich war 500 Paar Stiefel oder 2 Ochsen wert. Ja? Und das bedeutet, das war richtig Kohle, was diese Teppiche gekostet haben. Das waren also Luxusobjekte in der Zeit. Händler haben die wertvollen Teppiche also nach Kronstadt gebracht. Vermögende Privatleute nutzten sie schließlich als Tischschmuck. Und in der Kirche? Hier hatten die Teppiche noch eine viel größere Funktion. Ist es schon auch so eine Statussymbol-Sache? Ja, das war es. Zum Beispiel hinter uns haben wir das alte Professorengestühl. Da saßen die alten Lehrer des deutschen Gymnasiums drin. Und das wurde natürlich auch damit geschmückt. Und auf der anderen Seite ist das Ratsherrengestühl. Und die Ratsherren bekamen dann auch schicke Teppiche natürlich. Nicht, weil sie mächtig oder reich waren, sondern weil sie am meisten taten für die Gemeinschaft. Diese Menschen waren die wichtigsten, die sich am meisten einsetzten für die Gemeinschaft. Aber auch die Zunftmeister wollten natürlich nicht hinten anstehen und haben sich natürlich auch schöne Teppiche auf ihre Gestühle gehängt. Und zum Beispiel das Gestühl hier hinter uns, das mit den schönen Kugelornamenten, das ist das Gestühl der Tischler. Also du musst dir vorstellen, an die Zunftgestühle kamen da noch die Zunftfahnen gesteckt insgesamt. Und dann sah so ein Zunftgestühl tatsächlich aus wie so ein Triumphwagen, wo die Zunft zeigen konnte, schaut mal, wir haben Geschmack, wir sind wer, ja, hier britzelt es. Und das zeigte man auch anhand der Teppiche. Wenn dann alle ihre Teppiche auspackten und vorne hinhängten an ihre Gestühlen, dann sah man ziemlich schnell, ein geübtes Auge sagt dann ziemlich schnell, wer wo was zu sagen hatte. Ja? Also praktisch mit diesen Teppichen strukturierte die Stadtgemeinschaft während der Gottesdienste visuell ihre Hierarchie, ihre Ordnung. Verstehst du? Also diese Teppiche waren tatsächlich viel mehr als nur Schmuck, sondern sie waren wichtige Repräsentationsobjekte. Und nach dem Gottesdienst wurde alles wieder zusammengepackt und wieder in die Zunftladen verstaut. Und dieses An- und Abhängen führte dazu, dass wir hier in der Schwarzen Kirche auch heute noch die bedeutendste Sammlung osmanischer Teppiche dieser Art weltweit haben. Im Kircheneigentum sind die meisten Teppiche schließlich als Spende von Handwerkszünften oder wohlhabenden Bürgern gelandet. Manche auch als Erbstücke von Gemeindemitgliedern. Nicht weniger beeindruckend als diese Sammlung ist der riesige Altarraum. Schon aus wenigen Metern Entfernung wirken Holger und Frank darin geradezu winzig. Kaum vorstellbar, dass bei dem großen Stadtbrand im Jahr 1689 bis auf die Mauern nahezu alles in diesem massiven Gebäude zerstört wurde. Außer das Taufbecken.
Das Bronzestück aus 1472 hat den Brand überstanden und steht auch heute noch hier. Wesentlich moderner hingegen sind diese smarten Kirchenbänke. Das sind die neuesten Bänke, die wir haben. Die stammen von 1937. 1937 wurde Auch schon fast 100 hier, Jahre. Ja, ne, eigentlich auch. Und das ist German Hightech, kann man sagen. Ja, die haben schwenkbare Lehnen. Und das ist nämlich eine tolle Sache. Stellen wir uns einen evangelischen Gottesdienst vor, wenn er beginnt. Wo steht der Pfarrer? Vorne beim Altar beginnt er mit dem Gottesdienst und er beginnt zu singen, der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Und dann geht der Gottesdienst los. Da sitzen wir alle, 600 Leute hier in der Mitte, sitzen mit dem Gesicht nach vorne. So. Aber dann nach etwa 20 Minuten kommt der erhabene Augenblick, wenn unser Pfarrer von dort vorne vom Altar zurückschreiten muss. Tipp, 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 kommt er hier zurück und will auf die Kanzel steigen, um die Predigt zu halten. Und das ist der Moment, wo er plötzlich im Rücken sitzt von uns, nicht wahr? Und dann stehen 600 Leute wie auf ein geheimes Zeichen. Genau. Versuchen wir das mal lautlos zu machen. Wir setzen uns um. Komm, Holger. Wir stehen leise auf und drehen uns um. Und jetzt setzen wir uns auf diese Bank. So, und tata, wunderbar, nicht wahr? Ausgeklügeltes System auf jeden Fall. Das ist toll, toll. Also neulich waren ein paar evangelische Chinesen hier zu Gast. Und als die dieses System entdeckt haben, haben sie sofort ihre Telefone gezückt. Und ich wette, China ist jetzt voll mit den Bänken. Zur evangelischen Stadtpfarrkirche wurde die zuvor römisch-katholische Marienkirche übrigens ab 1542. Vergleichbar mit Martin Luther in Deutschland gilt hier in Siebenbürgen Johannes Hunterus als Schlüsselfigur der Reformation. An ihn und sein Grab erinnert ein Gedenkstein im Altarraum. Von hier aus haben wir zudem einen wunderbaren Ausblick auf etwas, für das die Schwarze Kirche auch heute noch über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Der Star der Schwarzen Kirche ist und bleibt die große Buchholzorgel, die kann man von hier ganz toll sehen. Das ist einfach ein Mercedes-Benz der Orgelbaukunst, kann man ruhig sagen. Und die ganze Orgel ist intakt erhalten aus dem 19. Jahrhundert. Das ist eine fantastische Orgel. Sie hat 4000 Pfeifen, sie hat 76 Register, sie hat 4 Manuale und sie ist 12 Meter hoch und 7 Meter tief, weil hinten noch die Blase beigehängt. Und eigentlich braucht man mindestens 6 Leute, um sie zu spielen. Allein diese Pfeifendimension, also wenn man die Größten da ansieht, das ist ja unglaublich. Wahnsinn, ne? Ja, sie ist toll. Sie ist auch wunderschön. Und an ihrem Prospekt haben auch Meister aus Kronstadt mitgewirkt. Ein Teil der Bestandteile wurde von August von Buchholz aus Deutschland, aus Preußen, Berlin damals, hierher gebracht. Aber ein anderer Teil wurde hier gefertigt und dann wurde das Ganze hier montiert. Und allein für diese Montage hat man 4 Jahre lang gebraucht. Wir haben Glück und dürfen euch den berühmten Orgelkoloss jetzt sogar noch aus der Nähe zeigen. Normalerweise ist der Chorraum nämlich für Besucher nicht zugänglich. Sie ist rein mechanisch. Es gibt keine Hilfe, so wie bei einer Servolenkung, die einem hilft, irgendetwas zu betätigen, sondern hier muss man alle Kraft aufwenden, um die Tasten runterzudrücken. Und wenn man mit 10 Fingern runterdrückt, hat man 8 Kilo runterzudrücken. Also es ist richtig Kraft aufzuwenden. Also es ist schwer vorzustellen, wie viel Mechanik diese Musik auslöst eigentlich. Also ich meine, es ist jede Taste. Ja. Und angetrieben über Luft. Das heißt, wie kommt diese Luft dann in die Pfeifen? Das waren früher Blasebalge, die man betätigt hat. Und es braucht mindestens 3 Jungs, jeweils über 80 Kilo, die diese Blasebalge dann permanent treten während des ganzen Konzertes, sagen wir mal, oder Gottesdienstes, je nachdem. Aber heute haben wir natürlich auch einen Elektromotor, also der ersetzt eigentlich die Blasebalge, aber die Blasebalge sind immer noch ein Backup, die funktionieren immer noch. Und das ist wichtig, denn stell dir mal vor, hier, wenn der Weihnachtsmarkt aufgebaut wird, dann steckt regelmäßig eigentlich jemand 2 falsche Stecker zusammen und dann geht in der Innenstadt der Strom weg. Und das ist neulich einmal passiert. Und das Licht ging draußen aus, auch in der Schwarzen Kirche, die Orgel. Und dann hörte ich Steffen Schland die Wendeltreppe runterkommen. Und dann ging die Tür auf unten.
Und er trat hinaus in das Langhaus und ging durch die Reihen des Publikums und guckte. Und er sagte dann zu dreistämmigen Jungs, kommt mal mit, bitte, kommt. Und die haben das Konzert gerettet. Also ja, ganz wichtig, ne? Ganz wichtiges Backup. Ja. Live zu hören ist die Buchholzorgel bei Konzerten, die regelmäßig in der Kirche stattfinden. Vor allem im Sommer gehören sie zum festen musikalischen Kulturprogramm in Kronstadt. Und wer gleich alle 5 Orgeln der Kirche im Einsatz erleben möchte, sollte das jährliche Eröffnungskonzert im Juni nicht verpassen. Wir freuen uns wirklich über jeden Menschen, der Interesse an diesem wunderbaren Kulturerbe zeigt, das letztendlich nicht nur uns selbst gehört, sondern wie Goethe auch sicherlich gesagt hätte, der ganzen Welt und der ganzen Menschheit. Das waren sehr schöne Abschlussworte. Man kann es nur empfehlen, kommt vorbei, schaut rein und erlebt das in echt. Eine Besichtigung der Schwarzen Kirche lohnt sich natürlich zu jeder Jahreszeit, um in diesem Bauwerk voller Superlative selbst einmal auf Entdeckungstour zu gehen. Hier haben wir die giftigsten Pflanzen, die hier vorkommen. Man hat hier um diese Tageszeit wirklich ein erhöhtes Bärenaufkommen. Hier wird es ein Stock. So muss ich ein bisschen